Good morning. Da is een stroom als morning so we vandaag ha. We hebben ontvangen met zingen 27 Christian hymnal. 27. Take the name of Jesus with you. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take the holy name you go. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven, precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever as a shield for every snare. If temptations round you gather, breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Oh, the precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy when His loving arms receive us, and His songs or tongues employ. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him when our journey is complete. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy of heaven. 84. Behold what love. Behold what love, yes, love divine, the Father shown to thee, in that He gave His only Son, thy soul from sin to free. Such love cannot be fathomed. 'Tis like the boundless sea. His broad
bleeding now for thee. He gave his life to make thee whole. He shed his blood for all, to heal the body, save the soul, and come for mercy call. Such love cannot be fathomed. 'Tis like the boundless sea. His broken heart so wounded, his bleeding now for thee. O depth of love to mortal loss, he suffered on the tree. Our only hope of heaven cost his blood, 'twas all for thee. Such love cannot be fathomed. 'Tis like the boundless sea. His broken heart so wounded is bleeding now for thee. The love of Christ is warm and free. We live because he died. His drops of mercy fall on thee and all the world beside. Such love cannot be fathomed. 'Tis like the boundless sea. His broken heart so wounded is bleeding now for thee. Dietsche Beker, 225. 225. Jesus führt mich aller Wegen. Jesus führt mich aller Wegen, Seele, was verlangst du mehr? Wirksam seine Gnade, du zweifeln oder trostet, hört es der. Süße Ruhe hat meine Seele, folgt sie Jesu glaubensvoll. Auch in schwersten Leiden weiß ich, Jesus machet alles wohl. Auch im schwersten Leiden weiß ich, Jesus machet alles wohl. Jesus führt mich aller Wegen, gibt mir Kraft in jeder Not, stützt mich treu im dunklen Tale, speist mich mit dem Lebensbrot. Wenn die müden Schritte straucheln, wenn verschmachten wird diese, sprudelt doch aus hartem Felsen auf sein Wort ein kühler Quell. Sprudelt doch aus hartem Felsen auf sein Wort ein kühler Quell. Jesus führt mich aller Wegen, und
schweb ich einst durch ewige Fluten mit der See. Will ich das auf dem Erleben, Jesus hat mich treu geführt. Will ich das auf dem Erleben, Jesus hat mich treu geführt. 413. Wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlösten im Himmel vereint, oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. In das Heiland des Gestein. Er wird sammeln zur heiligen Schar. All die Seine, die im Blute sich waschen reich klar. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. In des Heilandes Throne als Edelgestein. Und die Kindlein zieht er an die Brust, die ihm kenntlich ihre Herzen ihr schenken Verlust. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. Nimm des Heilandes Krone als Edelgestein. Drum ihr Großen und ihr Kleinen gebt Jesu das Herz. Er macht selig, er macht herrlich, er führt Himmelwärts. Oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein. In des Heilandes Throne als Edelgestein. Good morning, lieve vriend, lieve Obersten, lieve Geschwister im Herrn. Es ist wundervoll von euch hier wieder zu treffen, zu sein, mich reden zwischen die Danke der ich bin satt und singen das. Was wir 2 Monate zurück, dann kann ich sich meist nicht vorstellen, wo das muss sein, wird really noch mal weiter schaffen, noch mal hier alle große Schulmenschen hier zu sein, zu setzen. Das war dann meist mit sich denkt, wo wir die Zeit geblieben. Und ich freue mich herzlich, dass Gott uns das Gnadentag gegeben hat, dass wir uns hier weiter kleine Tipps sammeln im Gotteshaus. Und Gott loben, dass ich leider singen. Und uns erbeugen und glauben und vertrauen, dass die Herr, die wird uns von euch einen gesegneten Tag geben. Das ist ein guter Tag. Tim ein guter Tag haben. Das ist der rechte Tag, ein guter Tag haben. So alle gläubige Freunde und alle Fremden,
mag God je wirklich alle dichtbij persoonlijk in die horten erfrischen. We komen dem Psalm met je aan van 103, dat Psalm wat voor versen en gedankens te lezen. Redt het zo van dem Herrn te loven, met van bijna van en al je zuil, dat hij wordt dem Heer je nomen hoog geven. So sagt du, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet dir alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. So wir reden hier zu uns selbst über das Verhältnis zwischen uns und Gott. Mocht dort in onze Worte so sein, dass wir würden uns abheben lassen, uns die Gedanken an Gott drehen und uns vertrauen an ihm zu holen. Because God is het weet. God is de Heer over dat alle. En we hebben leven ja God, waar we ons aan dependen. Sogar mag onze Unvollkommenheit, onze Gebrechen, onze Sünde, dat es dort an kriegt der rechte Steden, der rechte Mensch, wer uns dort sitzt und sich dort heisig. Und in dieser Gnade und Barmherzigkeit Gottes holen wird. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Okay, dat sagt die Bibel zu mir und zu dir nicht so. Der Herr schafft Gerechtigkeit und gericht allen, die Unrecht leiden. Er schafft sie mit uns Armen. Er geht mit uns Armen, er ist in Arbeit. Mit dir und mir. Er hat seine Wege Mose al weitergelassen, von den Kindern Israel, seine Arbeit getan al. Und wir sehen dort, wenn wir zurückchecken im Alten Testament, oder in der History, oder in der Fähigkeit, oder in ons vergangenes Leben, dann haben wir das sei, es ist hier auch gesagt, barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Das ist eine grote Sache. Das ist eine wertvolle Sache. Ik wil jullie vandaag gleich zum Anfang an dieser Anleitung ein bisschen zu encouragen. Mit an dem Vortrag zu nähern, was Jesus Christus ist. Wenn wir dort durch den Vortrag nahen, manchmal reden wir von der Quelle des Lebens. Eine Stadt, wo wir unsere Horte, unsere Seele erfrischen, wo wir uns erquicken, wo wir de Nahrung kriegen, wo wir erfüllt sind. Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 39, da sagt er, suchet in der Schrift, seht in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeuget. Groß kriegt nur in der Bibel, und das Wort, da ist es zu finden, was uns fehlt. Groß krijg in de Bibel, daar is het eeuwige leven te vinden. En dat is wat we daarbij zeker wel. Dat is wat Jezus zegt, we zullen zeker. En dat is de rechte boek ten bijna studeren. Dat is de Bibel. Dat is de Schrift Gottes. Lieve toehoorders, wanneer je en dem Leseplan, was wir anfangs Jahre uitdelen, wenn je daran mit dort geschafft hat, und vorwärts gekommen sind, und vielleicht ein klein bisschen vorab gelesen hat, dann sei ich nur ungefähr halbjährig mit der Bibel. Just about halbjährig. Ich will gleich ein klein bisschen testen von oben mit uns. Ich kann das lesen hier. Wil je maar hand opheven wer da een leesplan nou heeft, is het zum Lesen in de Bibel. Wer heeft een leesplan nou wat aanvangsjaar aanvangen heeft? Oh, dat is een grote show. Vergeet me te heren. Nog een andere vraag. Wer zielt er nou dat hij in dit jaar wel de ganze Bibel daar gelezen kreeg? Wer heeft daarop lezen wel dat jaar de ganze Bibel daar gelezen? Ver wat hing. Oké, dat zijn wij, ja, dat is goed. En nog een vraag, wer zielt er nou dat hij wel het Nieuwe Testament daar gelezen kreeg? En niet dat oude unbedingt.
Alright, dat is ook een deel. Dat vreet me te zijn. En nu wil ik nog gleich vragen, wer is voorop met die leesplan wat je hebt? Oké, dat zijn ook samen wat er zijn. Dat zijn nog met weniger. Nächste vraag, waarom zijn ze nog meer worden dan weniger? Wer is de Bijbel nu al ganz sterk? Dat is ik niet te wonderen. Wij kunnen jeder stoel een hand zijn. En ja, dort nach deze. En zo, dan weet je dat mensen lezen niet alle gelijk veel, of gelijk boze. Zo, some lezen nog ganz geduldig krijgt door vleien hoe de datum is, en anderen dan een beetje voorop. En anderen zeggen, ik moet ganz sterk. Ik weet niet, zei je het tweede mal weer schwank, of wat wij dan nu doen, wanneer je ganz sterk bent. Je hebt niet gehad met Bijbel lezen, dat weet ik. Dat de bijna te zeker is, Jezus zegt, zoek het in de schrift, wens dat is het leven te vinden. Zeker dat bijna, dat meent ik was de tijd nemen, dat meent schaffen en zeggen, wat is er nog bijna? Wat is er nog te hangen, dat je danken? Wat kan ik me nog te bijna vinden? Nu ga ik naar de laatste vraag. Wer van jullie dit verhebt gleich Bijbel lezen? Oké, dat verraadt me dat het niet zijn, really wat hangt te zijn. Dort hoeft een nader hangen, dat ik weet, dat stemmt krijgt. Die kleine woorden niet alle Bijbel lezen. Maar immerhand, wie willen positief zijn om met de Bijbel studeren. En de ene vraag, een handje dagen wat ik had, die wil ik nu niet vragen, niet, aber dat mocht zo zijn wat er hadden, positief uitvangen, even die meidje worden dat je dropt de ganze dag. Ik hoop zo nu heb je zeer weinig. China. Wanneer irgendwer den Plan wird gedroppt hat, da würde es noch nicht bis zu bad sein, aber wenn je würde droppen mit Bibel lesen, dort wird es schlimm worden. So, wir nicht gleichzeitig sein über uns Bibelbuch, über die Heilige Schrift, über Gott sein Wille zeker durch den Zeit. Nicht bloß ein Tag, aber durch das Leben. Gott sein Wille, deib seine Uterschapen in der Bibel. Gott will uns den Weg wiesen, wo wir zu leben haben. Gott will haben, wir durch das Leben am Tschane leren am Deiper. Wenn wir anweitend und gleichzeitig durch das Leben gehen, wo traf wir hin? Wir wollen weiter, was ist der Stich, was ist der Weg? Johannes Kapitel 14 sagt es, 4. Vers, und wo ich hingehe, das wisset ihr, und den Weg wisset ihr auch. So, Jesus nimmt es hier ein klein bisschen so klar, dass ich gehe, wo wir hin, und je weiter, wo wir hingehen, und die Stich ist nicht fremd. Weil, preis dem Herrn, ich kann es dort sagen, uns auch. Ich glaube, wir sind von so einer, was wir uns weiter, wo wir hingehen in das Leben. Wie weiter, wo wir den Norden kriegen, wie weiter, was Gott sein Wille ist für uns. Im großen Ganzen. Aber Jesus hat hier noch ein kleines Lothar dann sagt dann einmal klar, dass ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. So hij daar wiederholend weiterlaten dat het een weg wo wir gehen können, wo wir zullen gehen, en deze waarheid wat hij zelfs is, dat is een toeverlässige Sticht im Flank treffen. En wir willen da nicht blindlings flanken, wir willen weten wat Gott, durch das Wort Gottes zu uns sagt. Dat fehlt uns zu weten. Wir müssen das weiter, so we sagen, ja. Wir haben noch ein paar Verse in Matthäus noch nehmen noch. Matthäus Kapitel 7, wenn ich an denke da an Gott sein Wort. Und was sagt das Wort zu uns? Kapitel 7 in Matthäus sagt Vers 13, 14 sagt erstens, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Auf Englisch sagt es, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Dat is een aansporing. En dat is een wichtige aansporing, een beetje zo'n challenge gemaakt, dat we de rechte der durchgehen worden.
dat we op de rechterstich gaan, wenigstens de rechterstich, die wordt niet schaffen. Nach dem laatste in dit Kapitel sagt Jesus, nach dem Vers 24 bis 27, darum wird diese meine Rede hört und tut sich. So, wenn wir das Wort Gottes hier tun, wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren, dann ist das, wenn wir Jesus in der Rede hören, nicht so? Den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus. Das habe ich belebt, natürlich, das ist da. Einmal sehr windig ist, ein großer Regen kommt, dann fällt das Haus da noch nicht da, wenn es stark ist. Denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. Das ist gerade auch Unterschied, ob das Haus feststeht oder nicht. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Rede. So, weil wir auch Jesus in der Rede hören oder Jesus in der Rede annehmen, was wir in das Wort Gottes finden, und lasst uns noch mal ein bisschen surprise, was da ist. Dort deed het Volk sich entsetzen. Dat meint, sie werden ein bisschen verschrocken, sie werden ein bisschen astonished, sagt er da. Über seine Liebe, was er hat. Lasst uns so eine Surprises beleven. Mochten wir auch in uns studieren, die Bibel lernen, mochte het interessant zijn. Wir gehen zu weiteren Verhandlungen oder Activities, können wir das vielleicht hier nennen, aber sind er schon Klassen alle sein. Und ja, aber alles, wir werden Wort Gottes noch länger studieren, hier von da auf diese Sonntag. Wir passen das Stunden, wir Stunden zum Beten. Lieber Herr Gott, du bist uns von da, so gut, lass uns in nie genoten da erblicken von da. Wir danken dir von da für diese Gelegenheit, was wir können haben, uns an dein Wort anzulassen, an deine Wahrheit, und dass wir die Bibel können so friedlich und frei zu Hand haben, und ans Hüsbein brücken, und unsere Horten anplanten, Herr, help uns ein Verlangen und Hunger zu holen, dabei einmal mehr zu studieren, um wirklich ein Glück und ein Sehen zu erlangen in das Leben. Herr, wir beten, dass du Andacht was zu deiner Ehe reken vandaag, wenn wir hier top sind, musst du uns sehen mit uns studieren, was wir hier tun. Wir beten dir, dass du was wieder die Anleitenden, die Sinnerschullehrers, Weisheit geben, Freudigkeit geben, unterleiden zu deiner Ehe. Und ich bete für Bruder Knals, wenn er will die Botschaft bringen. Herr, dass dein Wort wird schon daher mitkommen, was er kann ans Leben gerade auch Unterschied machen. Du hast das Leben gefunden, das Leben genoring durch für uns allen. In Jesu Namen. Amen. Holy Spirit, faithful guide, ever near the Christian side, gently lead us by the hand, pilgrims in a desert land, weary souls forever rejoice, while I hear the sweetest voice, whisper softly, wonder come, follow me, I'll guide thee home. Ever present, truest friend, ever near thy native land. Leave us not to doubt and fear, groping on in darkness drear. When the storms are raging sore, hearts grow faint and hopes give o'er. Whisper softly, wonder come, follow me, I'll guide thee home. When our days of toil shall cease, waiting still for sweet relief,
come, pleading not but Jesus' blood. Whisper softly, wonder come, follow me, a guide behold. Okay, we checken met verder in de week na, wat we wel ons chamber daar met te doen ha eind is het daar nog is die dood waren voor care group. Hoop je al aan je zijn de tijd met onze groepen waar we ons met bekend maken, verantwoordelijk. En te vrijdag op een oond vielen we zeven, waar we een ongerecht ha. En we krijgen die jugend wat we de laatste 2 tofasten zijn geweest, zo die wordt dit jaar zijn, die wordt 5 jaar zijn, ik traf het aan. Komt hier naar de kerk, de vrijdag 4:07 en we hebben een erbouwing gehad. En check wel een beetje de apostelgeschichte eind na, dat is een beetje de chapter waar we wel een beetje gaan discussen. En wanneer je een vragen hebt, brengt wel een vraag met over dat thema, over dat kapitel, wanneer je wat word ik gleich een beetje droog te doen. So. Andere is de nächste zondag, week wieder normaal, dan plannen we 2 keer leider wohl te hebben, wat we afraden datum met jaar, 1 maand. So, ik wil vragen, beetweilig voor dat de Heer dat ik wieder kan, de welle hebben met ons, dat hij dat bestellen kan wat er fehlt. Church cleaning nomen zijn hier samen. John Friesen, Randall Ramers, Lenora Penner, Linnell Cornelsen, Kaelan Cornelsen. Carrying hands in nomes Albert Thesis. And pray for what? Ik weet wat het wel aan je. Bulletin is wel aardig voor je beetje danken. David Reimer. Goed, we hebben ons dat mooi gedaan. Je beet een hashtag voor David Reimer wat niet gezond is. En je dag wil ik nog gerne announceren, erbij zei is, en de andere week, nee, de 24, 25 June, dan plant zal een Dina school zijn, würde vielleicht sagen, Ministers Training nennt sich das in onze discussions, oder in onze Sprach, würde wir das, wir wollen mit einem Training haben, wir wollen uns mit abbauen, soll ich das vielleicht sagen. Because the whole that's all over the Mountain Pine Ridge zijn, so würde Dina probably worden, meest krijg alle doorgaan voor 2 dagen. Ook something wat je beter bedrijf die heeft dat je haar kan dan met beschikken. Nog niks anders wat er veel te announcen. Goed? Okay. Brother Bernie zei, zijn is Esther Lisbeth. Ik schwor ervaring met familie top, dat zij zo lang aan kankerkrankje was, wat we zei. Zo dat denk ik wel op hier zegt hij. Dank je voor dat zei, dat voor veel jonge mensen is vielleicht een vreemde persoon, maar die woont in Belmpan en hij heeft nieuwe mensen hier. Alright. Ja, dat denk ik dat niet helemaal ook ons huis heb hier, maar manchmal dat het een beetje zwak wordt. Daar zit voor die dingen op na. Dat leg ik van het jaar al het op en dat is een wichtig ding denken we dat
drag grof veel tijd zo. We hebben wieder gegaan zu der Botschaft und wir haben so hart op hat hem hier, er knallt sei wel. Mag die Genade und der Friede mit jedem einen von uns morgen sein. Mir ist das wertvoll, mit jemand alle Top zu kommen nach Wara. Gott die Ehre dafür. Und ich freue mich für dort, was für die Speise, was wir all gekregen haben hier. Und ich mag mein Hart ophaben, ich wünsche jullie Hart wieder op te doen, wat Gott junt wieder sagen will. Wir sind in so einer Zeit bei, wo wir immer ein bisschen Druck sind mit was allemaal uns kriegt, alles. Was ist es für mich vandaag? Was kann ich vandaag alles, was kann ich nicht? Was soll ich tun, was soll ich nicht? Ich habe verschiedene Druck und ich fange an zu merken, auf an mir mein denkcirkel op plaats een beetje eng worden deed, over de tijd. En ik heb een beetje tijd genomen om een beetje over na te denken. Wo is dat ganze beeld, of was het God erop, wanneer hij op mij, op ons alle tupen opkijkt, en wat ons vandaag hoog en wichtig ligt im leven. Onze omstanden, die doen aan ons wat, dat ons eindelijk dat andere wichtig wordt, ja. Dat hebben we niet meer aan. Dat is de trof. Dat is Tatsache. Zeggen we dan op eenmaal. Zo, ik zie je komen op een timer. En toen dat timer aanvangen, of voor we weer aanvangen, vraag ik nou, iedereen weer het passend is met opstaan. En best je raam checken. Dan draait een ganze cirkel naar rond. En check, maakt een beetje. Laat was niet een ganze cirkel ronddraaien. En bitte betracht nemen wat hij je zijn. Oké. Het recteur daar wie in doel zaten. Wordt interessant zijn te horen. Die wat er ganz hinge gezeten hebben, vielleicht das wat je zijn hast, die wat ver gezeten ha. Aber was je zijn heeft nog een lading met te doen met wat je wichtig is im leven. Wat van het ding, wat van het ding je hoog leggen doen en wat niet. Aber ik zie me ziemlich sicher, dat vele van jullie een keer wordt vragen wat je zijn had en wat je zei, mensen. En vielleicht zijn hier nog zonen die je zegt, ik had doch, ja, dem eine maakt ik toch. Eine persoon je maakt. Wil me niet wonderen. Ik geloof voort dat we dat zijn. En dan waarschijnlijk nog een schuf meer. En dat is ook goed. Dat is mir ook niet zo wichtig. Krijg, woont je nog alleen zijn, ha? Aber veel van jullie geloof ik, wel, je zou alle mensen, ja. Aber ik geloof, vielleicht wil je niet alle dort had de antwoord gegeven, dat eerste. Aber ik geloof, je zou alle mensen. En wanneer je mensen zijn, wat je durch een mind, of wat dat in je hart, wanneer je mensen zijn. Ik wil vandaag in Matthäus kapitel 9 bladeren, van vers 35 en wieder, en dan nog een engstje kapitel 10 nemen. Dat wordt een beetje, dat pot zijn, wie ik me met omhouden wil. Maar voor ik dat eng even lees, wil ik nog een beetje meer vertalen, over wat Jezus zijn deed. Dit eng heeft je wat stopen bij, we laten nog een beetje waar van reden willen. Maar wanneer we Jezus zijn leven doorkijken, ik wil hier meer een beetje gedanken opnemen van wat Jezus gezien heeft gehad aan mensen gedacht. En ik wil niet alle schriftsteden direct afleiden. Maar we vingen een stad waar Jezus veel mensen zag. Matthäus 14 willen we dat vingen. En hij zag door hongerige mensen. Daar weer een grote crowd mensen dicht aan rammen aan. En hij zag dat die weer hongerig. Jezus zijn jongeren, die deden recommenden, schakt in huis, schakt in weg.
dass die eten können. Aber was sagt Jesus? Und was sagt Jesus? Und was deed Jesus? Wenn ich wel later nicht an denke und träg noch dit gehen, aber dann, wenn ich träg von der Staupe rede, dann kann ich daran denken, dass diese Staupe, die Jesus hier kriegt, nehmen. Andere Städte, da fingen wir hier kriegen in Matthäus 9, auch im 8. Kapitel, ein Kapitel 1. Da sind groß mehrere Begegnisse abgenannt, wo Jesus Personen seine deed, trafen deed. Da wie eine steht, wo ein Kranker seine deed, aussätziger, unheilbare Krankheit, kann man vielleicht sagen, talig dat de tijd nicht. Da wie ein Army angestellter mit seinem Knecht, was er da seine deed. Er sagt, Petrus seine kranke Schwiermam. Er sagt, ein Besetner, mit einem Beiser Jest besete wir. Er sagt, ein Gichtbrechiger, kann man sagen, ein paralyzed Person. Er sagt, ein 12-jähriges Mädchen, was gestorben wird. Er sagt, eine Frau, was 12 Jahre krank gewesen. Er sagt, blinde Menschen und so weiter. Das sind hier alles in diese paar Kapitels, eine lange Rede. Aber in das andere Begebenheit, da sagt er viel Menschen. Da sagt er nicht, dass er groß kriegt, das einem Jahr einem gesehen hat. Aber ja, er macht einzelne Menschen und er macht eine Herde Menschen. Hier wird eine ganze Crowd. In Matthäus 9, da fingen wir Staupebanen, von Vers 35 bis Kapitel 10, Vers 5. Da fingen wir Staupebanen, oder Keywords, was wir dort vielleicht kennen auf Englisch nennen. Ein Ding, was wir da machen, ist seine. Jesus, der sagt. So, laat mich das nennen als look. Dat is im 36. Vers. Im 38. Vers ist bete, pray. Nächste Kapitel von 1 bis 5, da redet von prepare, das ist nicht das Wort bin, aber das ist die Bedienung bin, oder die Meinung bin. Das wird der Fähig. Da wird prepared. 5. Vers ist auch noch das Wort go. Geh hey. Da ben een paar Versen het meermaal ben. Gone. So, wir sind hier auf dieser Welt und wundern manchmal, was wel Gott kriegt alle von uns. Und weil wir uns diese Staub ein klein bisschen meint, zaten laten, am uitvinden, was wel Gott von mir, was wel Gott von uns. Zoals ik al zei, manchmal habe ich ein bisschen eine enge, schmale Denklees. Maar wel we dit eigentlich mal überlesen. In Matthäus 9, Vers 35, but 38 und dann von Kapitel 10, Vers 1 bis 5. Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte und lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und da das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet, das Wort Gebet, darum bittet den Herrn der Ernte, dass Arbeiter in seine Ernte sende. Und dann fängt das nächste Kapitel an mit, und rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister, dass sie die austrieben und heilten allerlei Seuche und allerlei Krankheit. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus, und so wieder ist die ganze Reihe hier abgenannt von Jesus, seine 12 Jünger. Dann Vers 5, diese 12 sandte Jesus, gebot ihnen und sprach, gehet. Erstens nicht auf der Herrenstraße und ziehet nicht in der Samariterstätte, sondern gehet hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Gehet aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch.
Ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euren Gürteln haben, auch keine Tasche zur Wegfahrt und nicht 2 Räcke, keine Schuhe und keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seine Speise wert. Ich will nicht wieder lesen, aber hier, das ewige Part von dem Kapitel, das hier sehr fein, zu dit alle te bidro. Sehr fein erklärt ben, wo das schaffen det. So, erstens an diese 4 Keywords, an diese 4 wird gedacht, seine, oder checken, ramchecken, aufmerksam sein. Wenn wir dort erst ein bisschen betrachten, ab das ein. Wenn wir Jesus merken, dann, was sagt Jesus hier? Well, 35. Vers, well, er sagt Menschen, was dann Besuch fehlen deed. So, er travelt durch die Städte, durch die Dörfer. Und er sagt, dass denen zu lehren fehlt. Er sagt, dass denen zu predigen fehlt. Dass denen das Evangelium fehlt zu sein. Sagt hier, predigt das Evangelium vom Reich. Und er sagt, dass der Heilung fehlt für ihre Krankheiten. Er sagt, dass der Freiheit fehlt von Teufel. Finden wir uns vielleicht nicht so korrekt, ob das steht. Hier glaube ich nicht, ein Port abgenannt. Und hier eine steht, seht am Jammer dort. Dort wird Jammer hier. Ich glaube, in der englischen Bibel hat das Wort Compassion, which vielleicht kriegt sie sagen, wird sein ein Matlieder haben oder ein Live-Beweis und so weiter. Er sagt, dass dort fehlen die. Und er sagt, dass denen an Ruhe fehlen die. So, das ist, was Jesus seine deed, wenn er den Menschen sagt. In wil hij durch diese Dörfer durch travelen deed, so zit hier dan zeide dat deed, dan wenn wir vers wat is het, vers 36 nemen en ook 37, dan zijn dat 2 verschiedene wegen waar hij dat betekent deed, of betekent deed, wat hij daar zijn deed. Wo hij dit volk betekent deed. Eind is, hij zet het als een herd schop. Hier wird wir gerne noch ein Show von reden, was Tianetid eine Herd Schub alle können bedienen, was dort alle können sein, aber er sieht es als eine Herd Schub, meide Schub, oder das sagt hier verschmachtet, oder was hat das hier für ein Wort? Ja, verschmachtet und zerstreut, verstreute Schub in verschmacht, das können sehr meid bedienen, oder so, was ist dort. So, er sagt an die Menschheit, dass wir wat meidet, dat wir das Schub, wat kein Hort hadden. Wie Schafe ohne einen Hirten. Wo uns ist das klar, dat in Schubswort, in wahrhaftige Schubswort, die wordt ook veel leichter maken. Want de Hort missing is. Jesus zelfs is die Schubswort, hij is een perfect Schubswort, en I guess, daarin maakt hij dat zo zeer klar. En hij sagt dat hier. Hij sagt, dat de mensheid, dat wir das ist eine Herdschub ohne ein Hort. So hij maakt dat. In het tweede beeld, wat hij hier brokken dat is, eine Arndt. Die Ernte ist groß, sagt het hier. Aber wenige sind der Arbeiter. Dat is wat hij maken deed, wanneer hij de mensheid hier zijn deed. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Hij zag hier in voor dat de arend wordt verstrekt worden. Wanneer we dat beeld van de schop hier een beetje top nemen doen. Hij zag voor dat de arend wordt verloren gaan, verbruikt worden, destroyed worden. En deze arend, die heeft niet genoeg arbeider. Zoals hij dat betekent. Dat hij aan te zamelen. Ik hier mal eine Erklärung über das Wort Arbeiter auf dieser Stadt. Das geeft de Erklärung ungefähr so steht, to the point of exhaustion. Ich selbst habe das nicht nur studiert, da das kriegst dort ist, aber mir wird das dem erklärt. So das ist, was Jesus sagt, wenn er die Menschheit zu der Zeit Ramaam sagt. Meine Frage vandaag is, wat zijn we?
wanneer we erom kijken. Wanneer we de mensen betrachten. Of course, wanneer ik zeg mensen betrachten, ik meen dan met een christelijke zin, ja. Wanneer we hier een beetje kijken, wo Jezus, wat hij zijne deed, en wo hij de mensen bekijken deed, wat hij dan zijne deed, wanneer hij mensen zag, dat kan ons een indruk geven, wat we zijne zullen. Wat we willen zijne kennen, en de mensen om ons. Wel, wie Jezus op deze stad, wel, hij weer een reizender, hij weer rijdt hem ramreizen, om deze mensen te treffen, om de bedürfnissen uit te vallen. Hij weer een leraar, hij weer een prediker, hij weer een heiler, hij weer een vrijmaker, hij weer een matliedje, hij weer een hoed, hij weer de perfecte hoed. En der Herr der Ernte, naant het hier sogar op in 38e vers. Johannes der Täufer naant hem ook, dem Herrn der Ernte. In Johannes 15, daar vingen we dat God selbst als de Gärtner. Hij is de Godemaker. In Apostelgeschichte gelijk wat de Heilige Geist betekent als een Herrn der Ernte, geloof ik, wat een beetje met aangenomen winkt. In de vers 38, we reden daar van arbeider in de ernte zende. Hij zelf ging aan de arbeid, zo hij weer ook de arbeider. Zo hij weer het in andere wie gezegd, Allah. Hij wordt ook meid. Jezus wordt ook meid van deze arbeid, met de mensen bedienen, met dat wat er veel te doen. En zo'n moet meid, dat wil hij op een schape reizen deed, door een grote storm weer, dat hij de maar moest opgewakken. Hij blijft slopen, wat ze hem werkelijk opwakken, omdat zij niet weer verdorven worden door. Zo hij wordt ook meid. Hij weer een beter intercessor. Hij deed voor ons aanstonen. En dat zegt in Hebreeën, somewhere wordt het go zeggen, dat hij vandaag bij God is en hij deed door voor ons aanstonen. Zo hij weer op deze eerde zonne wat er voor anderen aanstonen deed, en hij deed vandaag nog. En hij is een zender. Hij deed mensen schaken. Zoals we hier vingen, dan hij schakt in 2 bij 2. Oh, het is vielleicht niet mooi krijgen dit eng door 2 bij 2 weer, maar anyway. Hij schakt mensen in de arbeid. En hij is een trainer, hij deed de mensen leren. Zo, wanneer we mensen dat zijn, wanneer we betrachten wat hij zijn deed, wat dat aanstaat, er maken we ook op eenmaal meer dingen, wanneer we met zo'n ogen staat aanvangen te denken, te kijken. Ik geloof, ons kan dat helpen, dat we dat zijn doen en de mensen wat we zullen zijn van denen. So, wanneer we een beetje raamchecken doen, en we zijn onze maatbreiden, onze maatzesteren en de gemeente, wat zijn we daar? Zijn we de Fehler? Zijn we de Schwachheiten? Zijn we de Potential? Zijn we wat er alle vergeudet kan uitkomen? Ik geloof, we maken van alles manchmal wat. En weil we door je balance even checken, weil we niet bloos op eind checken, maar weil we door je balance even zijn. Weil we door nog trachten, wat wordt Jezus zijn? Wanneer hij hier weer, wanneer hij ons om zich in betracht nemen wordt. Wat wordt Jezus en mijn broeder en mijn zuster zijn? Oder wat zijn we, wanneer we in onze dorpen rammen ons voor? En ik zie me sure dat we je verschillende even zeggen. De missionsleiders, die hij klaar maakt, dat die zijn er al 6 wat, oder in welke areas kunnen ze veel dieper aanchecken als wat ik kan. Die maken daar een beetje andere dingen. Die hebben ervaringen gemaakt en die hebben een werking in hun leven. So wat zijn we, wanneer we de dorpen rammen aan zijn, oder sogar bloß hier op Spanisch out. We hier te dorp voor, naar de stuurs voor, en we treffen daar de arbeider daar aan, oder we treffen de aancheper daar aan. Wat zijn we? Wat maken we? Oder in de stad vliegen de gas. Daar zijn we vielleicht Pragers. Daar zijn we vielleicht arme mensen wat er niet te eten hebben. Wat zijn we dan? Wat denken we? Wat maken we dan?
Oder wie fahren wir bei een bar voorbij, of gaan er daar gemiddellijk te voet voorbij, en dat is een luid je leven ben en zo wieder. Wat zijn we aan die mensen? Wat is het aan ons? Oder sogar an onze government, wenn wir kijken naar onze regering, Beamte, Angestellte, en de offices en zo wieder. Und wie die Menschen zijn, wat zijn we dan? Oder die Police, wat de Angestellten zijn in Ordnung te houden. Wenn wir den zijn, wat zijn we dan? Oder wat wird Jesus daarmee zijn? Zijn we daarmee personen wat er help fehlt? Und gedacht an, dass er noch sehr viele Menschen Rahmen sind, wat er noch nicht Nachfolger Jesus sind, und die sind hier, können wir sagen, at our fingertips, oder die sind in our reach. Die sind auf so einer Stelle, wo wir hin können. Was tun wir damit, oder wo geht uns dort, wenn wir dort sein tun? Mir wird ein Stückchen träg in kurzer Videoclip gewesen, in die Überschrift für die ist Understanding the Remaining Mission Task. Dem jetzt leicht zu finden im Internet. Ich würde euch ganz nicht sehr recommenden, so Movies zu watchen, aber ich würde alle zu raten, diesen Flying zu checken. Understanding the Remaining Mission Task. Je dat op eenmaal weer de gleiche, dem nood te vinden, dem je leicht te vinden. Daar is een Gesellschaft, wat er heeft met Soletop genomen, over de ganze Welt. Ik weet niet wo correct, wo accurate die grootskrijg zijn, maar wanneer ik een beetje hier, wo ze dat doen, dan is mir duidelijk dat ze dat halfwege kennen, maar kan je niet zeggen wo correct het is. Maar this survey, krijgt das Video, wie ich nicht von rede, die sagt, dass 10% von der Population auf dieser Welt sind committed followers of Jesus. Das sind so, die wirklich klar hat, dass sie Jesus nachfolgen tun und wählen. Und rede davon in seinem Testimony. 10% von der Population auf der Welt. Mir wird kämpfen all dem nach gut verder zu den Souls, dass wir in evens Dachwanken mit bedenkt, dann ist es ein sehr kleinen Prozent mal. Und über 33% von der Population auf der Welt wird sich selbst teilen als ein Christian, als ein Christ. Wenn die auch nicht alle würde, wie weit dass lang nicht alle Menschen, die sich als ein Christ bekennen, wirklich wird die wahre Geburt belebt haben oder wird Jesus als persönliche Heiland kann und so weiter, da können noch viel sein, was dort nicht deed. Aber das Survey weist 33% teilen sich als Christians. Anyway, so weit von dort pot. Aber wir haben ein bisschen becheckt an seine. Was sagt Jesus und was seine wir, wenn wir Menschen sein? Das zweite Wort ist bete, pray. In welches Wort und gedacht an uns Duty auf dieser Welt. Der Purpose, was Gott uns hier gesagt hat. Bete für Wort. Wenn wir sagen, dass bete in welches ist für Wort, wird wir beten. Besonders ein bisschen gedacht an die Missionsarbeit auf dieser Welt. Am Wort so wie beten. So wie beten am mehr Geld. So wie beten am bessere Technology, damit die Menschen alle Hand kennen. So wir beten am mehr gelehrt zu worden, wieder uitzuleeren. Mehr Menschen wieder uitleren dazu. Am Wort sagt Jesus, soll wir beten. Und das Verhältnis gedacht. Wie seine, da sein steht, wird ja Knobrand, ich will dort nicht aufsehen oder so was nicht. No, aber was Jesus hier hochgeben, das ist, bittet dem Herrn der Ernte, Vers 38, dass Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus sagt, da fehlt am Arbeiter zu beten. Dort fehlt am Arbeiter, diese Ernte einzusammeln. Die sind knapp.
Eine steht, redet von, die aren't as all wet, und dort bedient des Rieb. Und die Arbeiter sind knapp. Wenige sind der Arbeiter. Ich hier in Predia, die brucht het so steht, dat we Alan Roth, suppose some van jullie maar eenmaal nog kennen. Dat is een missionary, een man wat een jaar als mission gegaan is, geen werdig een oudere man. Maar hij zegt, dat we kunnen dat uitvallen, dan brukt het een opene Bijbel, dat brukt een opene map, en een opene hart, en gebouwde knieën. We need an open Bible, an open map, open heart and bent knees. That's what it broke uit. In andere zats daarbij zegt, what we pray for, we get. What we pray for gets us. Jezus zegt, beden. Wel we God am arbeider beden, dat hij de wat te de arend schaken. Wo we ons dat? Dat is een klare bevel van Jezus. Bittet dem Herrn der Ernte, dass Arbeiter sende. Oder sind wir Angst, dass Gott auf einmal mich schaken wird? Ich würde es nicht wahrlich, ich würde gleich uns das verdienen. Ich würde uns gleich mit dit Port ein bisschen zu challengen. Weil wir, wenn wir von Tagen nicht reid sind, um abrechtig beten, dass Gott wird Arbeiter schaken, und wir dort nicht reid sind, um abrechtig beten, dann wollen wir uns reid machen dazu. Weil wir uns am Kämmer, dass wir reid waren. Da wir in Predia in der States, in der Krosik in Predia von Central America haben, in mitten Amra, so to speak, like wie die Meinung hinge, diese Geschichte, da hinge das Bejeifnis. In das städtische Predia, die führt das Mann von Central America, er führt im Rahmen, im Land, wisst ihm viele große Dinge, was er stets hat. Er wisst ihm ihre Schule, wo sie Missionaries und Prediger trainen. Er wisst ihm die Kirche. Und so wisst ihm sehr viele Städte rum. Das ist, was er stets alle hat. Will sie ihm terug naar de airport vieren, omdat er terug naar huis vliegen wil, dan vraagt das American, vraagt dem anderen, wat heeft die dat dalste beeindruckt van das Tour, wat die je noemen hast, wat die je krijgen hast, van das ganze bezoek. De Central-Amerikaanse prediger, die twijfelt gleich lang, hij zegt, zijn antwoord wie dit. Ik kan dat niet begrijpen, maar is dat amazing, wo je kan zoveel beschaken ohne beden. Wo je kan zoveel beschaken krijgen ohne beden. Kort gezegd, hij wordt met dit gleiche te zeggen, met mij beden, wordt je niet met mij beschaken. Gebet is een zeer wichtig punt om den purpose van ons op deze eerd te vinden en ervaring te brengen te vinden. Dat nächste had ik prepare, rein maken, toebereidingen te treffen. Im 10. Kapitel, die eerste sam vers, daar roept Jezus in Jünger op en hij geeft aan instructions, hij geeft, ze zegt aan wat ze doen zullen, hij geeft aan macht, hij geeft aan power over verschiedenste dingen en schakt aan uit, nu goed. Ik geloof dat on je dacht aan uitgaan en meest een missionarbeid. Zie, we hebben een ganze Jugend wat we mag maar uitchecken om steden te zingen, oudere lied te bezoeken, naar jail te voeren, andere mensen, het zijn niet plus ouder, niet plus jailbirds, wat ze in contact komen met. Maar ik geloof dat het een zeer wertvolle arbeid wat onze Jugend daar beschaken doen. En ik wil gleich dat bis nog toe in je staat, dat het kan nog meer gedaan worden, en niet weniger. En een noodwendig ding aan de arbeid van dem Herrn is gemeenschap. Ons fehlt het aan ons nächste. We vingen in de stad, ik had het nu niet opgebladerd hier, maar
ik deed het eerst, geloof ik, eenmaal opnemen, wo dat hij die 2 bij 2 schakt hij die uit. Dat we, geloof ik, een andere steed als hier, wo hij 70 stuk uit schakt en hij schakt die 2 bij 2. En ik geloof, dat is een wertvolle lessen bij, dat we eerst hem dem nächsten supporten, dat hem niet zo leicht meidmaken, want er een paar zijn, hem ons am zich motor spreken en zo wieder. En nog een passende ding, om prepare, om rijden maken, is simply Matthäus 10 lezen. Dat ganze kapitel. Ik kan niet rekenen vandaag de tijd te nemen om dat ganz even lezen, maar lees dat wel even. Dit kapitel is een fijne rijden maken om te doen wat God van ons wil. We geloven vielleicht dan op eenmaal, dat is bis voor jaren missionaries, wat dort weer al weggeschikt worden, real mission work te doen. No, dit is voor mij en die. Onze mission work hebben we hier thuis ook aanvangen te doen. En ik weet niet of God ons op eenmaal nog wat wieder wegschikken, maar wel we werkelijk veilig en rijdt zijn, om dem dienst te leisten door waar we zijn. Prepare. Zubereitung. Sehr practical, sehr passende Enge sind hier in dit kapitel bijna, wat een fijne preparation time is. Laatste keyword, laatste hoofdwoord is go. Ge he. Dat vingen we hier meermaal im 10e kapitel en die samvars wat ik da lezen deed. Wo ze niet gaan zullen en wo ze gaan zullen. En wat mij merkwaardig is, dat hier weer wo een zout spannen van, in vers 6 in kapitel 10, sondern geht hin zu den verlorenen Schafe aus dem Hause Israel. Weil dat wo zij krijg wären. Ze wären hier thuis in Israel. En kort gezegd, wat ik wil leggen uit te leggen op dat van ons vandaag is, vangt thuis aan. We breken gleich dat eerste geloven dat we zullen naar Afrika, of naar India voeren. India is eenwerdig dat land wo dat evangelium nog dat weinigste ramgespreid is worden. Dat komt in Jan, de korte video, ik zei, dit zei een kleine deel. India is dat pad waar het nog weinigste is. Zo we durven niet expecten dat we unbedingt worden met India aanvangen, weil we thuis aanvangen, weil we Rama ons aanvangen. We vingen dat hier ook nog bijna van vers 16 tot 18, dat is een pot bijna van be harmless, dat we niet worden gefährlich zijn, wel dat wat we zeggen, dat we vielleicht een wenig eine Frage, niet? Aber dat sagt hier, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten für ihre Rathäuser und werden euch geißeln in euren Schulen. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen meinetwillen zum Zeugnis über sie und über die Heiden und so wieder. So, und das redet hier wieder von, dass wir nicht sollen sorgen über was wir sagen wollen, sondern weil wir gehorsam sein. Und noch ein interessanter Point hier an das alle Top. En 9e kapitel. Nee, dat is niet im 9e kapitel. Nou, nu vind ik dat niet meer zo hastig, aber das wird ein Satz, der sagt ungefähr so steht, was sie sagen, über was sie sagen sollen. Die Frage ist mal, was sollen wir reden? Was von Thema fehlt anzufangen? Weil hier ginge der wieder ungefähr so steht, das Himmelreich ist nachher herbeigekommen. Oh, das ist in Vers 7, Kapitel 10. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nachher herbeigekommen. Dat Jesus in komen dichtbij is. Dat is hier mal een topic starter. Dat je het leicht met aan te vangen bij wieder van te reden. Of vielleicht hast du eine Frage gestellt, of je dan denkt, of je het weet, of wat je ervan denkt. Dat is leicht een starter, wat de wij leicht met thema aangeeft. Wie mij opvalt, dat ik dit hier maken deed, dat Jezus bestelde deze weg. En dat is mij als een steed, waar we in de Bijbel vinden, waar die weg als gepredigt wordt.
Ja, daar we nog veel meer te zeggen gaan, maar we zitten onze tijd wel ans afraden. So, nogmaals is mijn vraag, wat zijn we wanneer we mensen zijn? Manchmal is het een einzelne persoon wat we maken doen. En manchmal is het plus een crowd people, lots of people. Wat zijn we wanneer we den zijn? Wanneer we den zijn? How about wanneer ik zin zei wat ik niet zo goed lieden kan? En ik kan dem mal wat nadenken, wo wird Jesus an diesem naam checken? Oder an dem Praha, oder an dem Duif, wat mir het cellphone wastel, oder een fotig wastel, oder een kleinere, oder een grotere ding. How about the police, wat mir nicht krijg treated het, or died, whatever dan al, nee? Wat zag Jezus? Wel wie ons hart opha om de mensheid zo te zijn als Jezus die zag, dat wordt ons helpen dat we zijn leven kennen, dat wordt ons helpen dat we onze opgave, wat God ons gegeven heeft voor het wat God ons gegeven kennen, uitvallen. Ja, wel we zum Schluss gaan vandaag en wel we afsluiten met een gebed van dit. Himmlischer Vater, we danken dir für deine Gegenwart. We danken dir für den Heiligen Geist, wat du uitgegoten hast, wat ons leren deed en ons leiden deed in alle waarheid. Herr, we danken dir für dein Woord, wat ons leren deed, wat dein purpose voor ons op deze wereld is. En jeft ons zo hard dat we worden, wanneer we mensen zijn, worden dat maken wat we zullen maken. Dat we daar worden zo naanchecken als Jezus dan naancheckt. Jeft dat ons dit kan moed geven om dat werk wat u ons hier haast worden uitgeveld krijgen. En dat nog vele mensen worden kunnen geraad worden verder te laat is. Wilt we weten de kampspeld waren en we kijken verder om die te treffen met anderem taub. O Herr, im Namen Jesus. Amen. Christian hymnal. 211. My Savior needs helpers from day to serve him on land and sea. And so I am ready to speed away. I'll go where he sendeth me. I'll go. A help to my Lord to be. I'll go. Wherever he sendeth me. So many are needing the gospel light, so many made free would be, and so to be useful with all my mind, I'll go where he sendeth me. I'll go. To my Lord to be. I'll go wherever he sendeth me. The way may be dreary and thorny too, but his blessed smile I'll see. And so to my Savior my best to do, I'll go where he sendeth me. I'll go.
Dat is een wondervolle dank wat we hier hebben. Sehr schön, wenn es je lot een positieve naam vieren en dat wat deze tijd waarheid is. We kunnen ons met vertieven en zijn wat heeft value im leven. We hebben gleich wat meer te delen nog op dus gedanken. Voor zijn gedanken erbij. Want van Janus toe hebben we gleich wat te zeggen, dan doet wel ik, dan komt je aan te wat zeggen, dan ik wil zijn te repeaten wat er fehlt. Ja, wanneer we geven, dan brengt er een receiver eigenlijk zo. So, en hij moet weer wat krijgt. We hebben dat dankbaar aannemen, want er wat gecreëerd en ook allemaal zijn hem wieder rekenen. Dat is een beetje vraag wat we zijn, wanneer we mensen zijn. Dat ik me zo dat post van aan, oder me interessiert het thema actually ziemlich sehr, wie ik zei. Ik schrijf me hier een noot op in mijn blad, wanneer ik een mens zei ik dan bloos de surface, wat van buiten te zijn is. Oder zie ik dat wat de mens feilen deed. Oder zie ik dat wat hem drijven deed, de motivation. Zie ik in zijn character. Zie ik zijn hart. Je hebt verschillende dingen aan te checken. Te zijn wanneer je aan de mens zit. Al depends wat voor de zijn wel, niet zo? Val me bij van wat ik jaren terug moet. Somebody deed me een beetje met reminder over dat. Wat we in Mexico wonen deden, dan weer die dag mij aan aan. En ik had het van anderen veel, manchmal gehört, wanneer wanneer er een checkpoint is in Mexico, dan is het vielleicht manchmal een beetje schwierig. Het is niet net te weten wat alles zal, wie gleich heeft. Checkpoints vielleicht nicht mehr sein, dann sieht einer mal ganz gemütlich, dass das Soldat, was hier dann vielleicht auf der Gas steht, und ich habe mich fertig noch sein, oder mich ernste Frage fragen, dass es probably auch ein Mann, vielleicht ein Hausvater, was er des Morgens ist, tätig von seiner Familie war, vor auf der Bassen abgestaubt und ist vor der Schafe. Und der Tag, mit ihm war, im Sonnenschein stehen und ganz equipped en beloden rijdt zijn. Dan de overvatter waar een huis op benauwd. Meid van arbeiden heeft hopelijk met wat verdiend. Dan zijn familie verzorgen. Mij deed het dan weer een onderscheid, als ik zo'n impression geef, dat ik kreeg. Wer zijn onze vrienden? Denk somebody else nog wat? Als ik van dit time of lang hoorde, dan vangt me aan bij te vallen dat ik de eerste part van Bulletin gleich had even gelezen. Eerst. Had hij niet aangewezen, niet, maar ik wilde gleich lezen, niet, aber hier ist, hängt am Bulletin, da ist ein Schulleiternomensbuch von unserer Schule, was da gemacht wurde. Und das ist noch ein blankladig, es fehlt noch ein Mannsmensch zum Schulhöhle. Dann hätte ich mich noch zurückgelegt bei den Nomen, was da von uns District Schulleiter hatte. Hier, diese Liste. Vrijdag ik me dat hier, soms in de stijl nog op deze lesboek weer. Zo, mocht je haar dat weer arbeiden vindt en dat waar ik ook weer uitval. En deze schuldzaak. Right, want dat... Wanneer is dat 48 jaar? Van nou, 48 jaar terug, dat weer je nephew, niet zo? Weer maar een dag
wordt hij uitgeschoten hier op de kolonie. Dat is lang terug. Ja. Ja, dat is interessant. Nog manchmal van die jaren tijd wat hij hier langer terug. We hebben ervan leren. En we hebben ervan leren en hoor je wat het alle is, wat we hier gehad. Nog weer wat. Wel, ik wens je alle waar een goede dag wieder en Gottes zijn. En 2 Korinther, dat zegt de Schluss van dat brief, zegt die Gnade unseres Herrn, Jesu Christi, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dat wens ik ganz allem. Dan sei dismissed.